Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tatort Basteltisch. Ja. Oder auch, wie blöd ist Luise Heinzel eigentlich wirklich? Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, heute ist ein grauer Tag. Ich habe jetzt mein Kamerabild extra mal auf Graustufen umgestellt und wenn ihr euch hier umschauen würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich mit dem bloßen Auge auch nichts anderes sehen als diese grauen Farben. Wie ihr ebenfalls sehen könnt, ich habe meine Krone abgelegt. Ja. Also das hier ist jetzt ein sehr, sehr ungeplantes Video, aber ein Video, um das ich nicht herumkomme. Denn das, was mir gestern passiert ist, ist mir in meiner ganzen Zeit auf diesem YouTube-Kanal noch nie passiert. Und ich kann das definitiv nicht auf mir sitzen lassen. Ja, ihr Lieben, was ist eigentlich passiert? Ich habe ja gestern euch dieses hier, also in Farbe, aber dieses hier gezeigt und diese Pinguin-Collage gemacht mit diesem Pinguin, der aber offensichtlich kein Pinguin ist. What? So. Ich mich da so voll gefreut, ne, dass ich dieses hier zustande gebracht habe. Mich so voll gefreut, habe ich neues Papier in meinem Shop, alles ist gut. Die Leute freuen sich da drauf, ihr freut euch da drauf. Lade ich das Video hoch und dann schreibt die Beate, hallo Beate, unter mein Video: Nur mal so zur Info, dein Pinguin ist kein Pinguin, dein Pinguin ist ein Papageientaucher. Ja, wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass dieses kleine Viech hier, dieses kleine Vögelchen, überhaupt gar keinen Pinguinschnabel hat, auch keine Pinguinfüße hat. Und eigentlich sollte man, wenn man nicht ganz blind ist, erkennen können, dass es sich hierbei nicht um einen Pinguin handelt. Ich habe das aber nicht erkannt, sonst hätte ich es ja nicht hier drauf geklebt. Und es ist offensichtlich auch, glaube ich, nur 2 Leuten oder so bisher aufgefallen. Aber ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich jetzt heute Morgen die Zeit damit verbracht, mein Pinguin Lovers Notebook, so wie ja das Papier geheißen hat, aus dem ich dieses hier habe, dieses neue Papierset aus meinem Shop, dieses habe ich jetzt umbenannt in Pinguin and Friends, also Pinguine und Freunde. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob dieser Papageientaucher und die Pinguine sich überhaupt jemals irgendwie begegnen könnten. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung und ich hatte jetzt keine Zeit, das zu recherchieren, weil ich unbedingt dieses Video raufladen wollte, um das klarzustellen, ja. Und vor allen Dingen, um eine Lösung zu finden für dieses Dilemma hier auf diesem Pinguinbuch. Geht ja gar nicht. Ja, also dieses neue Papierset heißt jetzt Pinguin and Friends. Und im Laufe dieser Videoserie werdet ihr das ein oder andere Mal noch dem Papageientaucher auch begegnen, weil der sich jetzt nun mal in diesem Papierset befindet. Aufgrund eurer Reaktionen und aufgrund eurer vielen E-Mails und Nachrichten und Käufe und so weiter, auch in meinem Etsy-Shop, aufgrund dessen gehe ich davon aus, dass euch dieses Papier trotzdem gefällt und wir vielleicht trotzdem etwas Schönes damit machen können. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne das hier heute abändern, weil das geht für mich nicht. Das geht einfach gar nicht. Und ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ich wollte aber nicht einfach darüber hinweggehen. Das geht überhaupt nicht für mich. Also Beate, vielen Dank für deinen Hinweis. Das hat mir jetzt zwar eine schlaflose Nacht bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, und einen richtig üblen Albtraum. Ich weiß gar nicht, ich habe schon lange keinen Albtraum mehr gehabt. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen deine Schuld. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt die Kamera umdrehen und dieses Dilemma versuchen irgendwie zu lösen. Falls ihr das irgendwie in einer ähnlichen Art und Weise so nachgemacht habt und ihr habt auch diesen Papageientaucher benutzt anstatt einen Pinguin und ihr habt hier sowas auf dem Rücken stehen, sodass man denkt, es handelt sich hier um ein Pinguinbuch, dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, dieses Tutorial verfolgen und das bei euch auch noch abändern. Also es tut mir wirklich sehr leid, also es ist mir sowas von peinlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber vielleicht kann ich euch noch kurz, bevor ich anfange, ein bisschen was dazu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Ich hatte schon ganz, ganz lange Zeit einen kleinen Pinguin-Ordner auf meinem Computer, wo sich einige sehr, sehr alte, copyright-freie Pinguinbilder befunden haben. Also wirklich Pinguinbilder. Ich habe jetzt eben nochmal geschaut, das sind wirklich Pinguine. Diese Bilder sind aber von der Qualität her so schlecht gewesen, dass ich mir damals, als ich den Ordner angelegt hatte und einige Bilder recherchiert hatte, dass ich mir gedacht habe, okay, daraus kann ich nichts machen, das gibt einfach nichts her, weil wenn ich später so einen kleinen Mini-Pupsi-Pinguin auf meinem Papier ausgedruckt habe, dann nützt mir das nichts und euch erst recht nicht. Und dann lagen eben diese Pinguine in diesem Ordner herum, sehr, sehr lange Zeit, bis ich mir jetzt neulich gedacht habe, Mensch, nochmal dieses Thema, irgendwie wäre das ganz cool. Und ich hatte ja auch diese andere Pinguinseite in meinem Kalender gemacht, schon im November, wenn ihr euch erinnert. Hier sind es auch tatsächlich Pinguine, wie ihr sehen könnt. Das hier sind so Kaiserpinguine. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich irgendwie ganz cool. Ja, und dann habe ich halt mich auf die Suche begeben nach neuen Pinguinbildern und bin dann durch eine Suchfunktion, wirklich durch eine Suchfunktion, habe ich Pinguin eingetippt auf so einer copyright-freien Bilderseite. Und da ist wirklich dieses Bild hier gekommen. Und es ist da auch, jetzt muss ich den gerade von hier holen, dieses Bild hier gekommen. Ja, wobei ich glaube, dass auch das hier aus dem Printable kein Pinguin ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch zum Beispiel diesen hier in dem Printable und auch noch einige andere, die tatsächlich Pinguine sind. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich war so in dem Wahn, dieses Papier zu kreieren und da achtet man auf alle möglichen Dinge. Wie sind die Rosen da? Sind die Bilder alle in vernünftiger Qualität? Habe ich da alles abgeschnitten, also digital, was man da abschneiden muss? Ist das alles gescheit aufeinander? Dann druckt man das hunderte Male aus und man schaut so oft auf dieses Papier, dass man dann plötzlich nicht mehr erkennt, dass das kein Pinguin ist. Das ist ja fast so, als würde man Heidi mit Schneewittchen verwechseln. Oder Schlumpfine mit Gargamel? Ja. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hoffe, das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist eine Lösung für diejenigen, die ihren Papageientaucher schon da vorne draufgeklebt haben. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie retten können. Und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, Tatort-Basteltisch. Ich weiß nicht, was ein Tatortkommissar sagen würde, wenn er das hier am Tatort vorfinden würde. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass, ja, eine, wie soll ich sagen, Obduktion hier auch nichts mehr helfen würde. Denn wie ihr wisst, habe ich diesen mit Mattmedium aufgeklebt. Und auch mit diesem zusätzlich, was zusätzlich erschwert, ist, dass das dieses Super Heavy Gel ist. Also das ist eigentlich, habe ich jetzt inzwischen festgestellt, noch eine Stufe stärker als das normale Mattmedium. Das heißt also, das hier klebt hier drauf wie Bombe. Also ich werde jetzt auch nicht versuchen, das runterzureißen. Wenn ihr das auch mit Mattmedium aufgeklebt habt, tut das bitte nicht. Ihr habt keine Chance, das runterzukriegen, ohne euch den kompletten Hintergrund mit wegzureißen. Wenn ihr das mit Prittstift aufgeklebt habt, dann könntet ihr, wenn ihr den komplett entfernen wollt, versuchen, ganz vorsichtig hier drauf Wasser zu geben, vorausgesetzt ihr habt es nicht versiegelt, und dann warten, bis sich das ablöst. Denn ein Prittstift, dieser hier, der ist ja wasserlöslich. Und das könnte unter Umständen funktionieren. Wenn ihr das ganz vorsichtig macht, ihr könnt dann vielleicht auch mit dem Cuttermesser oder einem ganz spitzen Messer hier drunter gehen und versuchen, das abzuheben. Das funktioniert mit Mattmedium absolut definitiv nicht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, weil ich ja auch Penguin and Friends hier auf den Rücken schreiben möchte und weil es jetzt eben ja verschiedene Vögel sind, macht es ja vielleicht Sinn, wenn wir eine solche kleine Dreiercollage hier machen aus diesen, mit diesen anderen Zweien hier. Die zwei sind jetzt auch aus dem Ephemera-Pack. Also da gibt es ja eine Seite, wo komplett diese ganzen Vögelchen hier sind, die man sich ausschneiden kann. Und wenn ihr das vielleicht schon auf eurem Tisch liegen habt, dann werdet ihr bemerkt haben, dass ich die immer so gemacht habe, dass einer einmal nach links schaut und nach rechts schaut. Also die gibt es jeweils in der gleichen Größe, einmal nach links schauend und einmal nach rechts schauend, diesen hier auch, und auch die Größen variieren. Und ich habe mir jetzt hier ein paar so ausgeschnitten, wo ich mir denke, dass die, wenn die in die verschiedenen Richtungen gucken, vielleicht gar nicht so blöd aussehen könnten, wenn wir sie jetzt hier so übereinander kleben.
Ich werde jetzt irgendwie versuchen, das so zu machen, dass mir das hier unten nicht allzu stark verloren geht, diese kleine Collage mit dem P, denn das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich hatte euch ja schon auch gesagt, ich habe das auch gemacht, damit hier so ein Dreieck entsteht, ne? Also aus dieser Farbe, hier dieses Beige, dass hier so ein Dreieck ist, das will ich jetzt nicht zerstören, weil ich glaube, dann geht die ganze Optik von der kompletten Collage kaputt. Aber gleichzeitig möchte ich diese orangen Füße von dem hier unten überdecken. Denn wenn ich das jetzt zum Beispiel so machen würde, dann sieht man hier unten noch diesen Fuß, einmal das Orange und diese vielen ja, Zehen oder wie nennt man das. Das gefällt mir nicht. Deswegen werde ich den so weit hier rüber schieben, irgendwie, dass der Fuß da abgedeckt ist von dem Papageientaucher. Und dass ich aber trotzdem das P hier noch erhalte. Also ich glaube, ich werde ihn vielleicht sogar ein bisschen so machen. Auch wenn der ja normalerweise eigentlich, der würde ja eigentlich so stehen, ne? Aber das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel über dem P. Und ich möchte jetzt natürlich nicht diesen kompletten Schnipsel nochmal neu machen. Deswegen denke ich jetzt über diese Lösung nach und werde das vielleicht hier mal so machen. Ich hatte mir das vorher schon mal hingelegt und habe vorher gedacht, vielleicht könnte man den hier, also diesen echten Pinguin, hier so rausschauen lassen aus der Seite, sodass das Schwänzchen von dem Papageientaucher auch komplett abgedeckt ist, sodass das jetzt nicht mehr hier hervorschaut, denn so sieht es jetzt ein bisschen aus, als hätte der einen dritten Arm. Aber ich weiß auch nicht genau, ob mir das gefallen will. Und vor allen Dingen kommt dann da auch ein bisschen Orange durch und so ein komisches Loch. Ja, also ich denke mal, dass das jetzt meine Lösung sein wird. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, das tatsächlich so zu machen, dass hier die Füße unten aus dem weißen Rahmen von der Journaling Card hier rauskommen und da der Schnabel ein bisschen auch aus dem Bild rauskommt. So wird das Ganze nochmal ein bisschen zwar größer, aber ich glaube, dass dieser Fokuspunkt auf diese Gruppe von Pinguinen jetzt trotzdem nicht zerstört ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das jetzt aufgeklebt kriege, ohne dass ich das wieder verschiebe. Denn ihr seht, also ihr habt jetzt ja eben gesehen, ich habe jetzt ziemlich filigran umeinander gerückt. Und das will ich jetzt nicht mehr irgendwie verschieben. Aber ich möchte natürlich, dass das gescheit klebt. Jetzt drücke ich mal hier mit meinen Fingern so drauf und versuche erstmal hier drunter Matt Medium zu kriegen. Es ist jetzt ja nicht so schlimm, wenn ich hier überall drüber gehe, denn das ist ja sowieso komplett mit dem Matt Medium versiegelt. Und wie ihr seht, ich gehe jetzt auch über diese Elemente nochmal drüber. Und wenn das getrocknet ist, dann wird man das natürlich später nicht sehen. Aber so könnte das jetzt vielleicht irgendwie funktionieren, wenn ich zuerst die Köpfe da festklebe. Und das dann später unten hochklappe. So. Und der liegt jetzt unter dem, also muss ich natürlich das hier irgendwie so komplett hochklappen. Erstmal so vielleicht. Und das zieht ziemlich schnell an. Also ich habe das gar nicht gedacht, dass das so schnell trocknet. Ich meine, das finde ich natürlich ganz großartig, dass das so schnell trocknet. Denn dann kann man, wenn man solche Projekte macht, natürlich relativ schnell weitermachen. Das ist jetzt ja nicht das Blödste. Aber für sowas ist es gar nicht so einfach, das dann, sagen wir mal in Anführungsstrichen, so schnell hinzukriegen. Aber scheint zu funktionieren. Und es klebt wirklich wie Bombe. Also das ist richtig cool. So. Jetzt werde ich das noch wirklich hier richtig so einstreichen. Und während ich das einstreiche, drücke ich auch ziemlich fest mit dem Pinsel runter, sodass das wirklich richtig, also ne, dass das keine Wellen wirft, dass das wirklich richtig drauf ist. Denn dieses Buch wird ja auch in Benutzung sein. Und wenn dann auf dem Cover das so futzlig ist, da mag ich das immer nicht so leiden. Wenn man das sehr häufig benutzt, da möchte man ja, dass das hier vorne mit der Zeit nicht abfällt. Aber auf diese Art und Weise kann das nicht passieren. Das ist bombenfest. So, jetzt lassen wir das mal trocknen. Das ist jetzt so eine kleine Wurst, die soll da nicht hin. So, lassen wir das mal trocknen. Und dann sehen wir, wie das aussieht.
Dann werde ich jetzt mal schnell noch mich hier um diesen Rücken hier kümmern und das hier auch noch angleichen, sodass das dann hier auch noch irgendwie einen Sinn ergibt. Ja. Ja, geschafft. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich höre gerade, der Mann kommt vom Einkaufen zurück. Ich hoffe, er hat Alkohol mitgebracht, denn ich glaube, ich brauche jetzt wirklich einen Schnaps nach dieser Story. Ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das wird sehr bald sein, wenn wir die nächste Seite hier in diesem kleinen Buch gestalten. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und ich hoffe, ihr könnt mir diesen kleinen Fehler hier verzeihen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.